jedem großen Technologiewandel gibt es einen Moment, in dem sich das Interface verändert. Und wenn sich das Interface verändert, muss sich auch das Sicherheitsmodell verändern. Das Internet veränderte, wie Unternehmen sich verbinden. Die Cloud veränderte, wo Unternehmen arbeiten. Mobile veränderte, wer Zugang hat. Identity veränderte, wo der Perimeter liegt. Heute verändert generative KI, wie Mitarbeiter mit Software interagieren. Zum ersten Mal bedienen Menschen Software nicht mehr nur über Code, Masken, Menüs und Workflows. Sie sprechen mit ihr. Sie geben ihr Aufgaben. Sie geben ihr Kontext. Sie geben ihr Wissen. Und genau dadurch entsteht ein neuer kritischer Moment. Nicht beim Login, nicht beim Upload, nicht beim Netzwerkzugriff, sondern in dem Satz, bevor er an ein KI-Modell geht. Dieser Satz ist der neue Übergabepunkt zwischen Mensch, Unternehmenswissen und KI. Und genau dort braucht Enterprise KI eine neue Kontrollschicht. Schauen wir uns an, wie Mitarbeiter Software bisher bedient haben. Sie mussten wissen, welche Maske geöffnet wird, welches Feld ausgefüllt wird, welche Reihenfolge im Code die richtige ist oder welcher Workflow zum richtigen Ergebnis führt. Software war ein System, das man lernen und verstehen musste. Generative KI verändert das grundlegend. Heute schreibt ein Mitarbeiter nur noch: Bereite mir eine Antwort vor, fasse dieses Dokument zusammen, analysiere diese Finanzzahlen, vergleiche diese beiden Optionen oder erstelle daraus eine Präsentation und die Software übernimmt den Rest. Das ist ein massiver Produktivitätssprung, aber gleichzeitig auch ein Sicherheitsbruch. Denn damit die KI gute Leistungen erzielen kann, braucht sie Kontext. Und dieser Kontext ist oft genau das, was ein Unternehmen schützen muss. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein Mitarbeiter arbeitet an einem neuen Produktkonzept für einen Kunden. Er hat intern viel Wissen gesammelt, als auch einige Kundendaten, Feedback, technische Spezifikationen, Preismodelle, Positionierung und vielleicht sogar die Idee für die nächste Generation des Produktes. Er öffnet ein KI-Tool und schreibt: Strukturiere diese Produktidee in ein überzeugendes Konzept für das Management. Dann fügt er seine Notizen hinzu. Aus seiner Sicht normale Arbeit. Er wird schneller, innovativer, produktiver und kann seine Gedanken strukturieren. Aber aus Unternehmenssicht passiert etwas anderes. Eigene IP, Produktwissen, sensible Kundendaten, strategische Annahmen, all das wird an ein Modell übergeben. Nicht als Datei, nicht als klassischer Upload, sondern als natürliche Sprache. Und genau dafür wurden klassische Security-Systeme nicht gebaut. Und wenn ein Mitarbeiter einen Prompt schreibt, schreibt er nicht nur Text. Er gibt Kontext mit Kundennamen oder Vertragsdetails, sensiblen Produktideen, Preisen, Margen, interne Bewertungen oder strategische Annahmen oder sogar technischen Know-how. Oder im schlimmsten Fall sogar personenbezogenen Daten oder geistigen Eigentum. Der Prompt ist längst nicht mehr nur eine Frage. Der Prompt ist ein Datenkanal. Und dieser Datenkanal sieht erstmal harmlos aus. Er sieht aus wie Sprache. Er sieht aus wie Arbeit. Aber er kann dieselbe Wirkung haben wie ein Datenabfluss. Im Prompt liegt heute das Wissen Ihres Unternehmens und damit auch das Risiko. Denn die wertvollsten Informationen eines Unternehmens sind oft genau die Informationen, die KI besonders nützlich machen.
Kundendaten, Vertragswissen, Produktwissen, Finanzzahlen, Quellcode, Roadmaps, Strategien, interne Entscheidungen. Und genau hier kommen wir zum zentralen Widerspruch von Enterprise KI. Denn KI wird besser, wenn sie mehr Kontext bekommt. Aber Unternehmen müssen kontrollieren, welcher Kontext überhaupt wohin darf. Was ein Mitarbeiter in den Prompt schreibt, ist nicht mehr nur eine Eingabe. Es ist eine Datenübertragung. Denn sobald diese Informationen an ein KI-System übertragen werden, liegen sie nicht mehr unter der eigenen Kontrolle. Dann hängt alles von den Bedingungen des Anbieters ab. Werden die Daten gespeichert? Werden sie für Training oder für Modellverbesserung genutzt? Oder werden sie sogar von Unterauftragnehmern weiterverarbeitet? Der Mitarbeiter wollte nur eine Antwort. Was er nicht bemerkt hat, er hat gerade Unternehmenswissen herausgegeben. Und das nicht als Anhang, nicht als Export, nicht als Datenbankabzug, sondern als Prompt. Und niemand hat ihn gestoppt, weil niemand an dieser Stelle kontrolliert hat. Und nicht, weil Security fehlt, sondern weil Security an der falschen Stelle stattfindet. Und aus der Sicht des Mitarbeiters ist das nichts Besonderes. Er schreibt ja nur eine E-Mail. Er strukturiert ja nur ein Konzept. Er lässt sich nur einen Vertrag erklären. Er fasst ein Kundengespräch zusammen. Er analysiert Zahlen. Er macht seinen Job. Er ist produktiv, er spart Zeit und er verbessert die Qualität. Es sieht also aus wie Arbeit. Es ist Arbeit, aber mit einer neuen Schicht. Und genau diese Schicht ist in den meisten Unternehmen noch offen. Und das macht das Problem so gefährlich. Denn nicht, weil Mitarbeiter böse handeln, sondern weil gute, innovative Arbeit plötzlich zum Datenrisiko wird. Und so ist es also passiert. Kein externer Angriff, kein Datenexploit, kein verdächtigter Login, keine kompromittierte Identität, sondern durch eine scheinbar legitime Handlung eines Mitarbeiters mit KI. Genau deshalb bleibt dieser Moment auch unsichtbar. Das ist der entscheidende Unterschied. Und die alte Security-Welt sucht nach verdächtigem Verhalten und Fragen wie, wer darf sich anmelden, welches Gerät ist erlaubt, welche Datei wird bewegt, welcher Traffic geht wohin. Aber durch generative KI müssen die neuen Fragen lauten, was steht im Prompt? Welche Bedeutung hat diese Anfrage? Welches Wissen wird gerade an ein Modell übergeben? Und darf das überhaupt passieren? Ich bin Julian, Mitgründer von AIZ und Erfinder von Brain. Lassen Sie mich zeigen, was an diesem Moment technisch neu ist. Bei klassischer Software liegt die Kontrolle vor allem um die Anwendung herum. Wer darf sich anmelden? Welche Anwendung darf genutzt werden? Welche Datei darf bewegt werden? Welche Verbindung ist erlaubt? Bei generativer AI reicht das nicht mehr, denn der sicherheitsrelevante Inhalt entsteht nicht vor der Nutzung. Er entsteht während der Nutzung, im Prompt, in der konkreten Aufgabe, im Kontext, den der Mitarbeiter dem Modell gibt. Und genau dort gibt es in den meisten Unternehmen keinen echten Kontrollpunkt. Denn das System weiß vielleicht, wer der Nutzer ist. Es weiß vielleicht, welches Tool geöffnet wurde. Aber es entscheidet nicht, ob diese konkreten Informationen dieses konkrete Modell sehen darf. Die eigentlich wichtige Frage wird oft nicht beantwortet. Was gibt dieser Mitarbeiter dem Modell gerade? Ist es allgemeines Wissen oder sind es Kundendaten, Vertragsdetails, interne Zahlen, Produktideen oder eigenes IP? Genau dort entsteht das Risiko. Nicht beim Öffnen des Tools, sondern in dem Moment, in dem der Prompt an das Modell geht. Und zwischen diesen beiden Punkten fehlt in den meisten Unternehmen eine technische Entscheidungsschicht. Eine Schicht, die vor dem Modell prüft. Darf dieses Modell diesen Inhalt sehen? Muss der Inhalt geschützt werden? Muss die Anfrage lokal bleiben oder muss sie blockiert werden? Das ist die Lücke. Nicht KI-Zugang ist das eigentliche Problem, sondern unkontrollierte KI-Interaktion. Klassische Sicherheitslösungen wurden für strukturierte Daten gebaut, für Dateien, für Netzwerkverkehr, für bekannte Muster, für Signaturen,
für Zugriffsrechte, aber Mitarbeiter kommunizieren mit KI nicht in Regeln. Sie kommunizieren in Sprache, in Absicht, in Kontext, in Bedeutung. Ein Mitarbeiter schreibt nicht, ich übertrage geistiges Eigentum. Er schreibt, mach aus dieser Produktidee ein überzeugendes Konzept. Er schreibt nicht, hier sind vertrauliche Finanzdaten. Er schreibt, erkläre mir die Abweichung zwischen Planung und Ergebnis. Er schreibt nicht, ich gebe Kundendaten weiter. Er schreibt, formuliere eine Antwort an diesen Kunden. Das Problem liegt nicht immer in einem einzelnen Keyword. Das Problem liegt in der Bedeutung der gesamten Interaktion. DLP erkennt Muster. IAM prüft Identitäten. SSI und CASB kontrollieren Zugänge. IDA erkennt kompromittierte Endgeräte. Aber keiner dieser Schichten wurde dafür gebaut, die semantische Bedeutung von einer KI-Interaktion in Echtzeit zu prüfen und vor der Modellübertragung zu entscheiden, was passieren darf. Genau hier entsteht eine neue Sicherheitskategorie. Wir haben in den letzten Jahren mit über 200 Unternehmen zum Thema KI gearbeitet. Vom Mittelstand bis zum Konzern. Mit Geschäftsführern, mit CIOs, mit CISOs, mit Datenschutzbeauftragten, mit Fachbereichsleitern und vor allem mit den Mitarbeitenden, die KI längst in ihrer täglichen Arbeit nutzen. Und fast überall sehen wir dasselbe Muster. Die Unternehmen haben das Potenzial verstanden. Sie wissen, dass KI Produktivität massiv verändern wird. Sie wissen, dass Mitarbeiter schneller schreiben, analysieren, recherchieren, programmieren und entscheiden können. Aber sie sehen auch die andere Seite. Kundendaten in KI-Modellen, Verträge in die KI-Modelle, Finanzzahlen in die KI-Modelle, Produktwissen in die KI-Modelle, interne Strategien, eigenes IP, regulatorische Verantwortung. Und das ist kein theoretisches Risiko. Harmonic Security hat in einer Analyse von Enterprise KI festgestellt, dass fast jeder 10. Prompt sensible Informationen enthalten kann. Rechnen Sie das doch einmal hoch. Wenn ein Mitarbeiter nur 20 Prompts pro Arbeitstag schreibt, dann sind bei 8,5% bereits 1,7 Prompts vom Mitarbeiter pro Tag potenziell sensibel. Bei 100 Mitarbeitern sind das 170 Prompts pro Tag. Bei 500 sind das 850. Bei 1000 Mitarbeitern sind das 1700. Und bei 20 Arbeitstagen im Monat sprechen wir bei 1000 Mitarbeitern über 34.000 potenziell sensible KI-Interaktionen pro Monat. Das ist also kein Randproblem. Das ist ein neuer operativer Datenkanal. Und genau dadurch entsteht ein Spannungsfeld. Denn die Fachbereiche, die Mitarbeiter, die wollen Geschwindigkeit, Innovation. Die IT möchte Sicherheit und integrierbare Lösungen. Und die Security möchte Kontrolle und die Rechtsabteilung möchte Nachweisbarkeit. Alle wollen KI nutzen, aber niemand will die Kontrolle über Unternehmenswissen verlieren. Und deshalb landen viele Unternehmen heute bei 2 Antworten. Beide sind verständlich, aber beide lösen das Problem nicht. Unternehmen, die dieses Spannungsfeld erkennen, reagieren, wie gesagt, auf 2 verschiedene Arten. Die erste Antwort ist Verbot. KI-Tools werden gesperrt. Zugänge werden blockiert. Policies werden verschärft. Und nach außen wirkt das konsequent. Aber in der Praxis löst es das Problem nicht. Denn der Bedarf verschwindet nicht. Wenn das offizielle System keine Lösung bietet, suchen sich die Mitarbeiter eine eigene. Mitarbeiter hören nicht auf, KI zu nutzen. Sie nutzen private Accounts, private Geräte, ungeprüfte Tools, kostenlose Anwendungen, Browser-Erweiterungen. Alles außerhalb der Unternehmensschicht. Das Risiko ist dann also nicht weg, es ist nur unsichtbar. Das ist das Ergebnis von Schatten-KI. Die zweite Antwort ist Freigabe. Unternehmen setzen auf Produktivität. Sie rollen Cloud-KI offiziell aus. Microsoft Copilot, ChatGPT,
Google Gemini oder jegliche andere KI-Plattform. Damit wird die Nutzung sichtbar. Die Mitarbeiter bekommen ein KI-Tool und die Produktivität steigt. Aber das Grundproblem ist noch nicht gelöst. Denn jetzt wandern die Inhalte offiziell in externe Modellumgebungen. Womöglich auf externen Server oder werden sogar für das Training weiterer KI-Modelle genutzt. Jeder Prompt kann sensible Daten enthalten. Jedes Modell kann zum Empfänger werden. Niemand kann sauber nachvollziehen, was passiert ist, welche Daten übertragen werden, welches Modell überhaupt genutzt wurde, welche Anfrage anonymisiert oder nicht anonymisiert wurde, welche Anfrage lokal hätte bleiben müssen oder welche Anfrage sogar blockiert werden müsste. Verbot verliert Produktivität und Sichtbarkeit, aber die unkontrollierte Freigabe verliert Datensouveränität und Kontrolle. Deswegen ist die einzig richtige Antwort eine neue Schicht. Nicht blockieren und nicht blind erlauben, sondern kontrolliert ermöglichen. Und stellen Sie jetzt nochmal einen Mitarbeiter in der Produktentwicklung vor. Er arbeitet an einer neuen Funktion. Noch nicht öffentlich, noch nicht patentiert, noch nicht am Markt. Er hat ein internes Konzept. Technische Details, Kundenfeedback, Differenzierung zum Wettbewerb, Preismodelle, Launch-Argumentationen und möchte schneller werden. Also schreibt er in ein KI-Tool, verbessere dieses Produktkonzept und erstelle daraus eine Managementvorlage. Dann fügt er die internen Notizen ein. Aus seiner Sicht ist das effizient, aus Sicht des Unternehmens höchst kritisch. Denn hier geht es nicht um irgendeinen Text, hier geht es um eigenes IP, um Produktstrategie, Wettbewerbsvorteil, um Wissen, das vielleicht über Jahre aufgebaut wurde. Und das ist keine theoretische Sorge. Bei Samsung wurde öffentlich berichtet, dass Mitarbeiter sensible Informationen, darunter Code, in ChatGPT eingegeben haben. Die Folge war ein Datenleak und dass Samsung generative Nutzung von KI-Modellen intern eingeschränkt bzw. verboten hat. Der entscheidende Punkt ist somit nicht, dass jemand böswillig gehandelt hat. Der entscheidende Punkt ist, sensible Informationen in ein externes KI-System einzugeben. Und wenn die Daten einmal wirklich draußen sind, wird aus einem internen Kontrollproblem ein externes Reputation-, Rechts- und Haftungsproblem. Das sieht man bei klassischen Datenabflüssen genauso. Bei Europcar wurde 2025 über einen Vorfall berichtet, bei dem Angreifer über KI-Plattformen Zugang zu Quellcode sowie Kundendaten komprimiert haben sollen. Berichte sprachen von bis zu 200.000 betroffenen Kunden und veröffentlichten bzw. drohten an, Datenbestände zu veröffentlichen. Das Problem ist also nicht, dass Mitarbeiter KI falsch nutzen. Das Problem ist, dass KI besonders gut funktioniert, wenn Mitarbeiter genau die Daten eingeben, die am sensibelsten sind. Ohne Kontrollschicht bleibt im Unternehmen deshalb nur eine schlechte Wahl. Entweder Produktivität blockieren oder eigene Daten riskieren. Brain schafft die dritte Option. Produktivität ermöglichen und Unternehmenswissen schützen. Viele Unternehmen glauben, das Problem ist gelöst, wenn der Anbieter europäische Server nutzt oder wenn er verspricht, die Daten nicht zum Training zu verwenden oder wenn er verspricht, ein DPA-Agreement bereitzustellen. Das alles kann wichtig sein, aber kann der Anbieter das wirklich garantieren? Und darf diese Informationen überhaupt das Unternehmen verlassen? Zudem ist der Serverstandort nicht automatisch Datenhoheit. Die meisten Anbieter sind unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet, Informationen herauszugeben, auch wenn Daten technisch in Europa verarbeitet oder gespeichert werden. Erst vor kurzem musste in einer Anhörung der Chefjustiziar von Microsoft Frankreich einräumen, dass es keine Garantie gibt, dass die EU-Daten vor einer Übermittlung in die USA sicher sind. Das bedeutet nicht automatisch, dass das passiert,
Aber es bedeutet, für sensible Unternehmensdaten reicht der Serverstandort oder das Enterprise-Modell nicht alleine aus. Denn die entscheidende Frage ist nicht, wo steht der Server? Die entscheidende Frage ist, darf dieses Modell diesen Inhalt überhaupt sehen? Und diese Entscheidung darf nicht nach der Übertragung passieren, sie muss davor passieren. Bevor der Prompt das Unternehmen verlässt. Bevor ein externes Modell Zugriff auf die sensiblen Daten bekommt. Bevor aus einer normalen KI-Nutzung ein unkontrollierter Datenabfluss wird. AI-Acts verstärken genau diesen Punkt. KI ist im Unternehmen nicht mehr nur ein Tool, das man freigibt. KI wird zum System, das gesteuert werden muss. Unternehmen müssen erklären können, wo wird KI eingesetzt, wer nutzt sie, welche Daten fließen hinein, welche Modelle werden verwendet und welche Risiken entstehen dabei, welche Regeln gelten und wie wird die Nutzung überwacht. Das Entscheidende ist, diese Fragen lassen sich nicht allein mit einem PDF beantworten, nicht mit einer Schulung, nicht mit einer Liste von erlaubten Tools und nicht mit einer allgemeinen KI-Policy. Denn die tatsächliche KI-Nutzung passiert nicht auf dem Papier. Sie passiert im Prompt, in den konkreten Interaktionen, in dem Moment, in dem ein Mitarbeiter Kontext, Daten und Aufgabe an ein Modell übergibt. Wenn Unternehmen dort keine technische Kontrolle haben, können sie später auch nur schwer nachweisen, dass ihre Regeln wirklich gegriffen haben. Deshalb braucht Enterprise AI mehr als Zugriff. Sie brauchen Governance in der Nutzung, vor den Modellen, mit klaren Regeln, mit technischer Durchsetzung und mit nachvollziehbaren Entscheidungen. Und genau deshalb reicht es nicht, KI nur freizugeben. Und es reicht auch nicht, KI zu verbieten. Beides beantwortet nicht die wichtigste Frage. Was darf ein Modell sehen? Nicht grundsätzlich, nicht theoretisch, sondern in jeder einzelnen Interaktion. Darf dieser Inhalt raus? Muss er geschützt werden? Muss er lokal bleiben? Muss er blockiert werden? Das ist der neue Kontrollpunkt. Zwischen Mitarbeiter und Modell, zwischen Unternehmenswissen und KI, zwischen Produktivität und Risiko. Und genau dort braucht generative KI eine neue Sicherheitsschicht. Eine Schicht, die nicht erst reagiert, wenn etwas passiert ist, sondern entscheidet, bevor etwas passiert. Wir nennen diese Kategorie AI Interaction Firewall. Eine Schicht, die nicht nur kontrolliert, ob ein Mitarbeiter KI nutzen darf, sondern die kontrolliert, was die KI in dem Moment sehen darf. Eine Schicht, die Prompts prüft, bevor sie das externe Modell erreichen. Die sensible Inhalte schützt, die Anfragen nach den eigenen Unternehmensregeln routet und die lokale Verarbeitung erzwingen kann, wenn Inhalte kritisch sind. Und die jede relevante Entscheidung nachvollziehbar macht. Das ist der Unterschied. Nicht KI verbieten, nicht KI blind freigeben, sondern jede Interaktion kontrolliert ermöglichen. Das ist die AI Interaction Firewall, die neue Kontrollschicht für Enterprise KI. Und das ist das Produkt, Brain AIF. Eine einzelne Plattform für jede KI-Interaktion im Unternehmen. Brain gibt Mitarbeitern Zugriff auf KI und Unternehmen Kontrolle darüber, was diese KI sehen darf. Nicht als weiteres isoliertes KI-Experiment, sondern als Kontrollschicht über Nutzer, Daten, Modelle, Policies und Audit. Eine Plattform für sichere, skalierbare und nachvollziehbare KI-Nutzung.
self-hosted, optional air-gapped, in ihrer Infrastruktur, unter ihrer Kontrolle, für Unternehmen, die nicht nur KI nutzen wollen, sondern KI souverän betreiben wollen. Sie können es in die Hand nehmen. Sie können es im RAG einbauen. Sie können es dort betreiben, wo ihre sensibelste Arbeit passiert. In ihrer IT, in ihrem Netzwerk, nach ihren Regeln. Auspacken, einschalten, verbinden. Policies definieren und aus einzelnen KI-Tools wird eine kontrollierte KI-Infrastruktur. Brain AIF ist nicht nur ein Gerät, es ist der physische Anker einer neuen Enterprise AI-Schicht. Lassen Sie mich zeigen, wie Brain funktioniert. Ein Mitarbeiter schreibt einen Prompt. Brain empfängt ihn, bevor er ein externes Modell erreicht. Dann übernimmt Guardian. Guardian ist unsere Kontroll- und Routing-Engine. Er analysiert die Interaktionen in Echtzeit, erkennt sensible Inhalte, prüft die Policy und entscheidet, was mit dieser Anfrage passieren darf. Eine unkritische Anfrage kann an ein erlaubtes Cloud-Modell gesehen. Eine Anfrage mit sensiblen Identifikatoren wird geschützt, bevor ein externes Modell sie sieht. Eine Anfrage mit besonders kritischem Kontext bleibt lokal. Und eine Anfrage, die gegen Regeln verstößt, wird blockiert oder sicher umformuliert. Der Mitarbeiter bekommt weiter seine Antwort, aber das Unternehmen kontrolliert, welcher Kontext welches Modell erreicht. Das ist der entscheidende Unterschied. Nicht der Mitarbeiter muss entscheiden, was sicher ist. Das Unternehmen definiert die Regeln. Brain setzt sie in jeder Interaktion durch. Hier sehen Sie eine Mitarbeiterin im Customer Service. Sie bekommt eine Beschwerde. Im Text stehen Kundenname, eine Vertragsnummer und konkrete Details aus dem Kundenverhältnis. Sie bittet die KI, eine Antwort zu entwerfen. Ohne Brain würde die Anfrage direkt an ein Modell gehen. Mit Brain passiert etwas anderes. Guardian erkennt, hier sind sensible Informationen enthalten. Ein Name, eine Vertragsnummer und kundenspezifischer Kontext. Die Policy sagt, diese Anfrage darf an ein leistungsfähiges Cloud-Modell, aber nur in geschützter Form. Also ersetzt Brain die sensiblen Informationen. Das Modell sieht keine echten Kundennamen, keine echten Vertragsnummern und keine direkt identifizierenden Kundendaten. Es sieht den fachlichen Kontext, den es braucht, um eine gute Antwort zu schreiben. Die Antwort kommt zurück. Brain stellt die geschützten Informationen lokal wieder her. Die Mitarbeiterin sieht die vollständige Antwort. Die Kundin bekommt eine professionelle Nachricht und die Produktivität bleibt erhalten. Aber das Sicherheitsoutcome, das ist ein anderes. Die sensiblen Identifikatoren wurden nicht an das externe Modell übergeben. Ein Kernmechanismus dahinter heißt Smart Rehydration. Wenn die Policy ein Cloud-Modell zulässt, entfernt Brain sensible Identifier, bevor die Anfrage das Unternehmen verlässt. Das Modell sieht nur die geschützte Version. Die Zuordnung bleibt lokal. Die Antwort kommt zurück. Brain setzt die echten Werte wieder ein, bevor der Mitarbeiter die Antwort sieht. Für den Mitarbeiter fühlt sich das Ergebnis vollständig an. Für das Unternehmen bleibt die Kontrolle erhalten. Und wenn der Kontext zu sensibel ist, lässt die Policy gar kein externes Modell zu. Dann bleibt die Anfrage lokal. Das ist keine starre Sperre. Das ist kontextsensitive Governance. Je nach Nutzer, nach der Abteilung, nach dem Datentyp, je nach Modell und der spezifischen Unternehmensregel. Jetzt ein zweiter Fall. Eine Mitarbeiterin arbeitet an einem neuen Produktkonzept. Sie möchte daraus eine Managementvorlage erstellen. In ihrem Prompt stehen interne Details, Funktionsideen, technische Annahmen, Preismodell, Kundenfeedback und Wettbewerbsdifferenzierung. Noch nichts Veröffentlichtes. Produktwissen. Für sie ist das einfach eine Produktivitätsaufgabe. Für das Unternehmen ist das eigene IP. Der Guardian erkennt, dieser Prompt enthält nicht nur allgemeine Formulierungen, er enthält vertrauliches Produktwissen. Die Policy sagt, dieser Kontext darf kein externes Modell sehen. Brain routet diese Anfrage lokal. Die Mitarbeiterin bekommt trotzdem die Unterstützung. Sie bekommt Struktur, eine bessere Formulierung, eine klare Managementvorlage. Aber das Produktwissen bleibt im Unternehmen. Genau darum geht es. Nicht KI verhindern, sondern KI dort ermöglichen, wo sie sicher genutzt werden kann. Und dort lokal halten, wo Unternehmenswissen nicht nach außen darf. Brain läuft auf modernster KI-Infrastruktur, als Software, als Appliance oder als Hybrid. Für sensible Umgebungen kann Brain self-hosted betrieben werden.
Für besonders kritische Bereiche optional komplett abgeschottet, air-gapped. Für skalierbare Nutzung als Kontrollschicht über mehrere Modelle hinweg. Ein Standort kann eine eigene Appliance betreiben. Mehrere Standorte können über das firmengesicherte Firmennetz angebunden werden. Und wenn das Unternehmen wächst, wächst die Architektur mit. Cloud deployed für Geschwindigkeit, self-hosted für Kontrolle. Hybrid für die Realität moderner Unternehmen. Brain ist nicht nur ein KI-Frontend. Brain ist Infrastruktur. Eine Governance-Schicht zwischen ihrer Organisation und der KI-Welt. Brain bindet sich an kein einzelnes Modell. Das ist entscheidend, denn der KI-Markt verändert sich ständig. Modelle werden besser, sie werden ersetzt, eingeschränkt, deprecated. Modelle verändern ihre Preise, ihre Limits oder sogar ihr Verhalten. Und manchmal ist das Modell, auf das ein Unternehmen gestern noch gebaut hat, morgen nicht mehr in derselben Form verfügbar. Erst vor ein paar Wochen hat Anthropic eines ihrer Modelle wieder gesperrt. Genau deshalb darf eine Enterprise-KI-Strategie nicht an einem einzigen Modell hängen. Heute nutzt ein Team vielleicht Cloud, ein anderes GPT, ein anderes Gemini, Llama, vielleicht manche lokale Modelle. Morgen kann sich die Modelllandschaft wieder verändern. Mit Brain können Unternehmen nicht nur alle führenden Modelle anbinden, sondern die KI entscheiden lassen, welches Modell für die jeweilige Aufgabe das Beste ist. Egal ob Cloud, lokal, Open Source, spezialisiert oder zukünftige Modelle. Die Policies bleiben bestehen, der Audit Trail bleibt bestehen und die Kontrollschicht bleibt bestehen. Wenn sich das Modell ändert, muss nicht die Governance neu erfunden werden. Das ist der Punkt. Modelle sind austauschbar. Die Kontrollschicht bleibt bestehen. Für den Mitarbeiter ändert sich nichts. Er schreibt seinen Prompt, er bekommt seine Antwort. Er muss nicht wissen, welches Modell erlaubt ist. Er muss nicht selbst entscheiden, welche Information sensibel ist. Er muss nicht bei jeder Aufgabe eine Datenschutzprüfung im Kopf durchführen. Brain entscheidet im Hintergrund. Wann etwas geschützt wurde, sieht der Mitarbeiter. Wenn etwas nicht erlaubt ist, soll Brain nicht nur blockieren, sondern dem Mitarbeiter durch das lokale Modell trotzdem eine passende Antwort geben. So kann dieser weiter KI nutzen, denn moderne KI-Sicherheit darf kein reiner Stopper sein. Sie muss führen, sie muss erklären, sie muss produktiv machen. Das ist der Unterschied zwischen Verbot und Governance. Für das Unternehmen wird KI-Nutzung sichtbar. Welche Teams nutzen KI? Welche Modelle werden genutzt? Welche Datenklassen kommen in Prompts vor? Und welche Anfragen wurden geschützt? Wurden Anfragen blockiert? Und wo entsteht Risiko? Wo entsteht Produktivität? Wo entsteht Shadow AI? Und braucht es bessere Policies? Wo braucht es mehr Schulung? Und wo können Unternehmen sicher mehr freigeben? Das ist nicht nur Security, das ist Managementfähigkeit. Denn was Unternehmen nicht sehen können, können sie nicht steuern. Und was sie nicht steuern können, können sie nicht skalieren. Brain macht KI-Nutzung sichtbar, steuerbar und skalierbar. Und Brain besteht nicht aus einer einzelnen Funktion. Brain verbindet mehrere Schutzfähigkeiten in einer Plattform. Erkennen, welche Informationen sensibel sind. Verstehen, in welchem Kontext sie genutzt werden. Entscheiden, welche Policy gilt. Und schützen, bevor ein Modell die Daten sieht. Routen zum passenden Modell und lokal verarbeiten, wenn der Kontext kritisch ist. Antworten sicher zurückführen. Heute sprechen wir über Mitarbeiter, über Prompts, über natürliche Sprache, über den Moment, in dem ein Mensch Unternehmenswissen an ein Modell gibt. Aber Enterprise KI bleibt nicht dort stehen. Die nächste Welle sind Agenten, autonome KI-Systeme, die nicht nur antworten, sondern handeln. Sie rufen APIs auf, sie lesen Dokumente, sie schreiben Tickets, sie erstellen Angebote, sie analysieren Verträge, sie starten Workflows. Sie arbeiten mit anderen Agenten zusammen. Und damit verschiebt sich das Risiko erneut. Heute lautet nämlich die Frage, was darf ein Modell sehen? Morgen lautet die Frage, was darf ein Agent tun? Genau deshalb bauen wir Brain. Nicht nur für Chat. Wir bauen Brain als Kontrollschicht für KI-Interaktionen, heute zwischen Mensch und Modell, zukünftig auch zwischen Agent, Tool, Datenquelle und Unternehmen. Denn wenn Agenten autonom handeln, brauchen Unternehmen klare Regeln. Welche Daten darf ein Agent lesen?
Welche Aktion darf er ausführen? Welche API darf er aufrufen? Welche Entscheidung braucht Freigabe? Welche Handlung muss blockiert werden? Welche Aktion muss dokumentiert werden? Brain wird damit zur Grundlage für sichere Agentennutzung im Unternehmen. Nicht nur für sichere Prompts, sondern sichere KI-Aktionen. Das ist wichtig, weil Unternehmen nicht nur Chatbots ausrollen werden, sie werden KI in echte Geschäftsprozesse integrieren. In Vertrieb, Service, Legal, HR, Finanzen, Operations oder auch in die Produktentwicklung. Und sobald KI in Prozesse eingreift, reicht der Schutz vor reiner Nutzung nicht mehr. Dann braucht es eine erweiterte Kontrolle, nicht als Bremse, sondern als Voraussetzung für die Skalierung von Agenten. Brain schützt heute somit Interaktionen, aber bereitet Unternehmen auch darauf vor, morgen Agenten sicher zu betreiben. Andere brauchen für Enterprise AI ein langes Integrationsprojekt. Architekturworkshops, Security Reviews, Datenschutzprüfungen, Toolauswahl, Pilotphasen, Freigaben. Brain ist darauf ausgelegt, diesen Weg massiv zu verkürzen. Schauen Sie einfach zu. Administrator anlegen, Single Sign-On, Netzwerkkonfiguration, Modelle auswählen, Abteilungen anlegen, Sicherheitsprofil definieren, eine Zusammenfassung, ein Klick, fertig. Aus einem Gerät wird eine Governed Local KI-Plattform. Nicht nur Zugriffskontrolle, nicht nur Nutzung, Nachvollziehbarkeit. Nicht nur Produktivität, Governance. Der erste Schritt ist einfach, aber die Architektur ist groß genug für das, was danach kommt. Mehr Nutzer, mehr Modelle, mehr Standorte, mehr Datenquellen, mehr Workflows und zukünftig mehr Agenten. Brain ist nicht nur ein Chat-Interface. Brain ist eine Arbeitsumgebung für KI im Unternehmen. Das bedeutet, sie legen nicht nur fest, welche Modelle genutzt werden dürfen. Sie legen auch fest, wie KI-Ergebnisse aussehen sollen. Ihr Logo, ihre Sprache, ihre Tonalität, ihre Vorlagen, Compliance-Hinweise, Corporate Identity und ihre Standards. Ein Unternehmen kann einmal definieren, so sieht ein Angebot aus. So eine Management-Zusammenfassung, so ein Kundenbrief, ein internes Briefing. Und das ist unsere Präsentationsstruktur. Und Brain wendet diese Standards bei der Erstellung von Inhalten an. Nicht jeder Mitarbeiter muss bei Null anfangen. Nicht jeder muss wissen, welche Vorlage aktuell ist. Nicht jeder muss die Corporate Identity manuell einhalten. Brain macht KI nicht nur sicherer, Brain macht KI auch konsistenter. Aus einem Prompt entsteht nicht einfach irgendeine Antwort. Es entsteht ein Ergebnis im Stil, in der Struktur und nach den Regeln Ihres Unternehmens. Damit ist Brain mehr als ein sicherer Zugang zu KI. Brain wird zur Plattform, auf der Mitarbeiter kontrolliert arbeiten, Inhalte erstellen und Unternehmensstandards automatisch einhalten können. Eine KI-Umgebung, die aussieht wie Ihr Unternehmen und Ergebnisse erzeugt, die zu Ihrem Unternehmen passen. Für den Mitarbeiter bedeutet Brain KI nutzen, ohne bei jedem Prompt selbst entscheiden zu müssen, was sicher, erlaubt oder kritisch ist. Und ohne entscheiden zu müssen, welches KI-Modell nun das Richtige für die jeweilige Aufgabe ist. Für den Fachbereich bedeutet Brain, KI wird nicht blockiert, KI wird nutzbar. In Kundenservice, Vertrieb, Marketing, Personal, Finanzen oder auch jeglichen anderen Abteilungen. Und für IT bedeutet Brain eine zentrale Kontrollschicht. SSO, Rollen, Policies, Modelle, Deployment, APIs, statt einer unkontrollierten Toollandschaft. Für Security bedeutet Brain, jede relevante Interaktion wird prüfbar, Policies greifen, bevor Daten das Unternehmen verlassen, kritische Kontexte bleiben lokal, Risiken werden sichtbar und KI wird Teil der Sicherheitsarchitektur. Für Legal und Compliance bedeutet Brain Nachvollziehbarkeit, kontrollierbare Datenflüsse, dokumentierte Entscheidungen, auditierbare KI-Nutzung und ein technischer Nachweis dafür, dass Governance nicht nur auf dem Papier existiert. Und für den Geschäftsführer bedeutet Brain eine KI-Strategie, die skaliert und nicht zu weiteren Haftungsfragen und Risiken führt. Für die Zukunft bedeutet Brain, die gleiche Kontrolllogik, die heute Prompt schützt, kann morgen Agenten und KI-Workflows absichern. Eine Plattform, ein Kontrollpunkt, eine neue Kategorie. Das
ist Brain. Und so müssen sich Unternehmen nicht mehr entscheiden zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit, zwischen Innovation und Governance, zwischen KI und Kontrolle, zwischen Cloud und On-Premises. Denn das war nie die Frage. Die richtige Frage lautet, wie können Mitarbeiter die besten KI-Systeme nutzen, ohne dass das Unternehmen die Kontrolle über sein Wissen verliert. Denn genau dort liegt der Widerspruch. Bisher mussten Unternehmen die in diesem Kontext entweder zurückhalten oder das Risiko akzeptieren. Mit Brain müssen sie sich nicht mehr entscheiden. Mitarbeiter bekommen Zugriff auf die leistungsfähigsten KI-Modelle von ChatGPT bis Claude, bis Gemini, bis Perplexity und Unternehmen entscheiden, was diese KI-Modelle sehen dürfen. Brain prüft also, Brain schützt, Brain routet, Brain verarbeitet lokal, wenn nötig, und Brain dokumentiert. Das ist Governed Freedom. Nicht KI ohne Regeln, nicht Regeln ohne KI, sondern kontrollierte Freiheit für Enterprise KI. Jede technologische Revolution hat eine neue Sicherheitsschicht hervorgebracht. Das Internet brachte die Network Firewall, die Cloud brachte Cloud Security, Identity brachte Zero Trust. Generative KI bringt die AI Interaction Firewall. Denn das Problem der KI ist nicht nur das Modell. Das Problem ist die Entscheidung davor. Welches Wissen darf diese KI sehen? Welche Daten dürfen das Unternehmen verlassen? Welche Informationen müssen geschützt bleiben? Welche Anfrage muss anonymisiert werden? Welche Anfrage muss lokal verarbeitet werden? Welche Anfrage muss blockiert werden? Welche Entscheidung muss später nachvollziehbar sein? Brain beantwortet diese Fragen bei jeder Interaktion in Echtzeit. Für jeden Mitarbeiter, für jedes Modell und zukünftig für jeden Agenten. Damit Unternehmen lokale Modelle nutzen können, Frontteam-Modelle nutzen können, zukünftige KI-Agenten nutzen können, ohne ihr wertvolles Asset zu verlieren, ihr Wissen. Denn Modelle werden sich verändern, Provider werden sich verändern, Regulierung wird sich ändern, Technologien werden sich ändern. Aber die Notwendigkeit, sensibles Wissen in Unternehmen zu schützen, wird bleiben. Deswegen brauchen Sie eine Schicht, die unabhängig vom Modell funktioniert und jeden Prompt semantisch prüft und entscheidet, inwiefern und wo dieser Prompt verarbeitet werden darf, sodass Sie alle KI-Modelle nutzen können, aber gleichzeitig Ihre sensiblen Daten schützen. Genau diese Schicht ist Brain, die AI Interaction Firewall.